Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext, heute mit dem Thema Kennedy-Effekt. Die Kugel des Charlie Kirks Mörders passt nicht in das Gewehr. Neue Entwicklungen im Attentat auf Charlie Kirk, die ihr in Deutschland nur schwer zu bekommen habt. Die tödliche Kugel konnte nicht eindeutig mit dem Gewehr des Verdächtigen Tyler Robinson in Verbindung gebracht werden. Die Anwälte fordern eine Verzögerung des Prozesses und weitere Untersuchungen der Ballistik sowie DNA-Beweise. Meine Quellen zu diesem Video ist ein Bericht der Anwälte des Täters Tyler Robinson, der aber nicht vollständig veröffentlicht wurde, und ein Bericht des Büros für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe ATF, der ebenfalls nicht öffentlich gemacht wurde, aber Robinsons Anwälte zitierten Auszüge aus diesem Bericht und darauf berufe ich mich. Untersuchungsbeamte konnten die Kugel, die den konservativen Influencer Charlie Kirk getötet hat, nicht mit dem Gewehr seines mutmaßlichen Attentäters abgleichen, behaupten die Anwälte des Verdächtigen. Das Verteidigungsteam des angeklagten Mörders nutzte diesen Umstand, um eine Verzögerung des Verfahrens zu erwirken. Die Anwälte von Tyler Robinson erklärten in einer kürzlichen Gerichtseinreichung, dass das US-Büro ATF ein Kugelfragment aus Kirks Körper nicht schlüssig mit einem am Tatort gefundenen Gewehr in Verbindung bringen konnte. Sie berufen sich dabei auf einen internen Bericht der Behörde. Der vollständige ATF-Bericht, ich habe schon angedeutet, wurde nicht öffentlich gemacht, doch Robinsons Anwälte zitieren Auszüge daraus in einem Antrag auf Verschiebung einer für Mai angesetzten Voranhörung. Das Rechtsteam des 22-jährigen Verdächtigen erklärte mehr Zeit für die Überprüfung der Ballistikanalyse und die Untersuchung der DNA mehrerer anderer Personen am Tatort zu benötigen. Kirk, Gründer von Turning Point USA, TP USA, wurde im vergangenen September bei einer Veranstaltung auf einem Universitätsgelände in Utah in den Hals geschossen und starb nahezu sofort. Sein Tod löste Schockwellen in den USA aus. US-Präsident Donald Trump verlieh ihm posthum die Presidential Medal of Freedom und beschrieb die konservative Ikone als einen Visionär und eine der größten Figuren seiner Generation. Der mutmaßliche Täter Robinson wurde 2 Tage nach Kirks Tod festgenommen. Ermittler brachten ihn rasch mit einem Mauser Modell 98 Gewehr in Verbindung, das in der Nähe des Tatorts gefunden wurde und offenbar modifiziert worden war, um die 3006 Patrone amerikanischer Herkunft abzufeuern, die beim Attentat verwendet wurde. Erinnert mich irgendwie an JFK und Oswald. Irgendwie erinnert mich das daran. Anschließend wurden Textnachrichten zwischen Robinson und seinem Transgender-Liebhaber aufgedeckt, in denen er den Mord gestand und beinahe jedes Detail des Planes preisgab, bis hin zur Entfernung seiner Fingerabdrücke von der Waffe, bevor er sie in einem nahegelegenen Waldstück versteckte. Staatsanwälte gaben an, dass DNA von Robinson am Abzug des Gewehrs gefunden wurde. Dennoch hat der Fall zahlreiche Verschwörungstheorien hervorgebracht, darunter die weit verbreitete Behauptung, Kirk sei getötet worden, weil er sich gegen die pro-israelischen Geldgeber von TPUSA gewandt und US-Angriffe auf Iran abgelehnt habe. Manche sagen sogar, dass Kirk vom Mossad ermordet worden ist. Aber jede Schusswaffe hinterlässt einen einzigartigen Abdruck auf der Kugel, wenn das Geschoss den Lauf verlässt. Bei ausreichend gut erhaltenen Fragmenten können Ballistiker das Projektil mit nahezu 100%iger Sicherheit der Waffe zuordnen. In den Gerichtsunterlagen deuteten Robinsons Anwälte an, dass sie den fehlenden Abgleich möglicherweise nutzen werden,
um die Anklage gegen ihren Mandanten zu Fall zu bringen. Ihr seht also, die Beweise scheinen gerichtsfest zu sein und Robinson als Täter überführt zu sein, weil er es selber zugegeben hat und so weiter und so fort. Aber aus ballistischen Gründen und forensischen Gründen scheint es doch nicht ganz so klar zu sein, weil die Kugel laut Anwälten von Robinson offenbar nicht zum Tätergewehr gehören kann. Das kann natürlich wiederum Verschwörungstheorien hervorrufen, dass Robinson gar nicht der Täter war, dass er sich nur dafür ausgab, dass ein anderer Charlie Kirk erschossen hat und so weiter und so fort. Also wir können gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. In Deutschland hat das ja wird es nicht mehr eigentlich darüber nicht mehr berichtet, was jetzt los ist. In den USA ist es nach wie vor ein Riesenthema. Charlie Kirk, der Mörder, ein Liebhaber eines Transgenders und so weiter und so fort. Wie hängen die NGOs damit drin und so weiter und so fort. Also wir können gespannt sein. Ich wiederhole, mich erinnert es wirklich absolut, wirklich wahnsinnig an das Attentat auf JFK. Der alleinige Mörder wurde ja Oswald benannt, der dann erschossen wurde, und der Mörder von Oswald wurde dann wiederum erschossen. Also ja, also bis heute glaube ich persönlich, und ich bin in dem Thema JFK ziemlich gut drin, glaube ich persönlich, dass Oswald nicht der Mörder war, sondern ein Konglomerat aus CIA und Mafia ihren eigenen Präsidenten erschossen hat, weil JFK einige Fehler gemacht hat in ihren Augen. Und ja, aber das ist ein anderes Thema. Ein aktuelles Thema zu dieser Aufhetzung gegen rechte Influencer bis hin zum Mord. Und ist auch in Deutschland ja, also die Rechten werden ja total diskriminiert und so weiter und so fort. Konservative werden mit Hitler verglichen, was weiß ich. Und schuld daran, an dieser Entwicklung, sind linke NGOs. Deshalb habe ich das Buch geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung, Milliarden an linke und linksextreme Organisationen und Aktivisten. In diesem Buch erfahrt ihr zum ersten Mal die gesamte Finanzierung der NGOs, weil die Bundesregierung das geheim halten wollte, wie viele Millionen und Milliarden an die linken NGOs gehen. Die linken NGOs sind für mich die nützlichen Idioten für die Bundesregierung, die offiziell ja den Rechten und der Opposition den Mund nicht verbieten kann, weil es ja zu offensichtlich wäre. Deshalb benutzen sie die NGOs und mästen sie mit unseren Steuergeldern. Also dieses Buch, sehr interessant. Hier sind alle Hintergründe erwähnt über die NGO-Finanzierung. Ich gehe auch auf die 551 Fragen ein, die die CDU einst gestellt hat, die die SPD-grüne Regierung fast gar nicht beantwortet hat und die an die CDU-Regierung später dann wiederum genauso gestellt wurden und wie die CDU dann reagiert hat. Ihr könnt es nicht glauben. Ein anderes neues Buch heißt Deutschland muss vernichtet werden. Sehr dick, 900 Seiten leider. In diesem Buch habe ich alle Massaker an uns Deutschen vom Zweiten Weltkrieg bis nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeführt. Also Konzentrationslager für Deutsche, Hungertote, Bombenmord, Massenvergewaltigungen und so weiter und so fort. Angela Merkel ist auf diesem Titelbild, weil ich noch 100 Seiten zur aktuellen Situation in Deutschland geschrieben habe. Seit 2015 bis Ende 2025 ist das Buch aktuell. Also ich beschreibe auch den Migrationswahn, wen wir uns alles reingeholt haben. Natürlich alles Fachkräfte. Ich erkläre, warum die Kriminalität von Ausländern und Migranten so exorbitant hoch ist und belege das, wie ihr es kennt, natürlich mit juristisch nicht wegklagbaren Quellen.
Abonniert mich auch bei Telegram, wichtig, weil dort veröffentliche ich auch Audios, die ich bei YouTube nicht veröffentlichen kann. Und ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkrant.de abonnieren. Und das Thema Charlie Kirk ist noch lange nicht vom Tisch, wie ihr wisst und wie ihr seht, und ich bleibe am Ball. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Krant.